In Microsoft 365 könnt ihr die Zusammenarbeit mit Add-Erwähnungen deutlich verbessern. Es gibt Add-Erwähnungen in Teams, in Office-Dateien, also Word, Excel und PowerPoint und auch in Outlook. In allen drei Bereichen verhalten sie sich allerdings unterschiedlich. Wir starten heute mit den Add-Erwähnungen in Outlook und die können deutlich mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Es lohnt sich also dran zu bleiben, auch wenn du mit Add-Erwähnungen schon arbeitest. Bis gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. Ich habe hier eine E-Mail, die geht an den Philipp Knauer und da habe ich einen Betreff und einen Text und jetzt möchte ich hier an den Finn auch noch etwas schreiben und ich gebe einfach ein Add ein und dann werden mir Namen vorgeschlagen und jetzt kann ich noch zum Beispiel den ersten Buchstaben eingeben und dann wähle ich hier den Finn Burger aus. Und was jetzt passiert, schaut mal hier oben im Adressatenfeld, ist, dass diese Person nicht nur in den Text übernommen wird mit Add und Name, sondern sie wird auch ins Adressatenfeld, also ins Anfeld übernommen. Und ich kann jetzt hier noch den Text, den ich dieser Person schreiben möchte, noch hinzufügen und dann kann ich die E-Mail wegschicken. Ich zeige euch das gleich mal noch in der zweiten Datei im E-Mail. Da habe ich auch den Adressaten, den Philipp, und hier habe ich den Finn schon unter CC. Und jetzt mache ich die Add-Erwähnung dazu, wähle den Finn aus. Und was passiert ist, dass der von CC auf An umgesetzt wird. Die Idee ist, wenn diese andere Person erwähnt wird und also etwas tun soll, dann sollte sie auch unter An stehen. Wo sieht man jetzt diese Add-Erwähnungen? Der Empfänger sieht die Add-Erwähnung, ich habe das mal hier als Beispiel, hier in der Spalte Erwähnungen und wenn er die E-Mail aufmacht, dann sieht er hier, dass er hier erwähnt worden ist. Wenn ihr diese Spalte Erwähnungen nicht habt, ich nehme die mal raus, dann bekommt ihr die über einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf, Feldauswahl, dann Erwähnung, zieht die Erwähnung hier rein und dann seht ihr hier, in welchen der E-Mails ihr erwähnt worden seid. Wenn euch mehr interessiert zu diesem Spalten konfigurieren, da habe ich ein extra Video, das ist in der Infokarte verlinkt. Was leider nicht geht, ist, dass man jetzt als Empfänger hier nach diesen Erwähnungen irgendwie filtert oder sortiert an dieser Stelle, aber ihr habt die Möglichkeit, einen Suchordner für die Add-Erwähnungen einzurichten. Ich habe das hier schon mal gemacht. Ihr seht den hier, Erwähnung. Und da seht ihr, sind jetzt alle E-Mails drin, in denen diese Add-Erwähnung vorkommt. Sieht immer nur der die E-Mail bekommen hat und in der E-Mail auch selbst erwähnt worden ist. Wie legt ihr so einen Suchordner an? Rechtsklick auf Suchordner, neuer Suchordner, dann ganz nach unten blättern, benutzerdefinierter Suchordner, auswählen, gebt dem einen Namen, ich nehme mal Erwähnungen und dann klickt ihr auf Kriterien. Und hier geht ihr in das letzte Register erweitert, Feld, E-Mail-Felder und da gibt es jetzt hier auch die Erwähnung. Und da gibt es nur den Wert erwähnt, also man kann nicht sagen nicht erwähnt oder erwähnt, macht auch nicht wirklich Sinn. Und dann zur Liste hinzufügen mit OK bestätigen, nochmal OK, nochmal OK. Und ihr seht, der Ordner wird angelegt und da sind jetzt diese E-Mails. Wenn euch mehr zu den Suchordnern interessiert, da habe ich euch auch ein Video in der Infokarte verlinkt. In Outlook im Web gibt es noch ein paar ganz coole Sachen zu den Erwähnungen, aber bevor ich es vergesse, wenn dir das Video gefällt, dann freue ich mich über einen Like und über ein Kanalabo. Ja, Outlook im Web kann an dieser Stelle tatsächlich noch ein bisschen mehr. Wir kommen ja von hier aus der Desktop-App auch sehr schnell in die Web-App und zwar über das Menü Datei und dann hier bei den Kontoeinstellungen der Link zum Zugriff auf dieses Konto im Web. Und im Web kann ich natürlich genauso eine neue Nachricht anlegen und kann auch hier mit Add-Erwähnungen eine Person aufnehmen, die dann unter An eingefügt wird. Der einzige Unterschied ist hier, wenn ich eine Person unter CC habe und die jetzt mit einer Add-Erwähnung noch aufnehme, dann wird die nicht auf An umgesetzt, sondern sie bleibt bei CC. Was jetzt aber hier wirklich anders und besser ist, ist dieses Symbol mit der Glocke hier oben. Denn wenn ihr da draufklickt, dann bekommt ihr Aktivitäten angezeigt. Und Aktivitäten heißt hier die Add-Erwähnungen.
Und dann kann man draufklicken und kommt eben direkt zu der entsprechenden E-Mail und kann die dann beantworten und so weiter. Und ihr seht aber hier auch an den Symbolen von den Office-Programmen, hier werden auch die Erwähnungen in den Kommentaren von Office-Programmen angezeigt. Das ist in der Desktop-App so nicht der Fall. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier mal eine Erwähnung in einer Excel-Datei aufrufe, dann komme ich direkt in diese Datei und sehe dann hier diesen entsprechenden Kommentar. Wenn ich die E-Mail selber aufrufe, dann seht ihr, heißt es jetzt hier in dieser Datei, ist diese Erwähnung durchgeführt worden in dieser Zelle. Und ich kann jetzt zu dem Kommentar wechseln, wie bei dem Klick hier. Ich kann aber auch hier direkt in Outlook einen Kommentar hinzufügen und das geht übrigens auch in der Desktop-App und könnte zum Beispiel sagen, vielen Dank und einfügen und dann wird es hier in der E-Mail mit aufgenommen. Die andere Person bekommt die Info, dass ich mich bedankt habe und es ist auch in den Kommentar in der Excel-Datei eingepflegt. Also hier haben wir direkt dann eine Kommunikation zu diesen Kommentaren und wenn man die zweite Kommunikation dazu hat, das zeige ich euch mal hier noch, dann kann man sogar die Benachrichtigungen für diese Datei, wenn man nicht ständig für die Kommentare hier eine Info haben will, könnte man hier sogar ausschalten. Also da gibt es noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten zu den Add-Erwähnungen in den Office-Dateien. Da werde ich demnächst auch mal extra ein Video dazu machen. Ich finde, dass das Ganze schon eine ganz runde Sache ist, was das E-Mailen angeht. Jetzt ist die Frage, wie ist es eigentlich im Kalender und in Aufgaben? Was passiert denn da? Ich habe also hier eine Einladung und da habe ich jetzt den Philipp und den Finn mit drin als erforderlich für die Abstimmung. Und jetzt habe ich noch eine Bitte an die Bettina, dass die noch was vorbereitet für dieses Meeting. Und dann bin ich also hier im Text und mache so eine Add-Erwähnung und rufe dann die Bettina hier auf und drücke die Enter-Taste. Sie steht da auch ganz wunderbar. Und sie muss aber jetzt natürlich diese Einladung auch bekommen. Und da ist die Frage, ob jetzt hier wirklich unter erforderlich sinnvoll ist. In meinem Fall soll sie gar nicht dabei sein, sondern sie soll nur was vorbereiten. Also hier müsste ich tatsächlich den Namen dann mindestens mal noch in das Feld optional einfügen. Und wenn man sich das bei den Aufgaben anschaut, ich habe eine Aufgabe, möchte ich an den Philipp delegieren und jetzt soll hier noch eine Info für den Finn mit dazu und ich übernehme den hier, dann kommt der natürlich auch ins Anfeld und beim Delegieren von Aufgaben, da gibt es nur an. Es gibt kein CC oder BCC oder irgend sowas, ne? Also da haben wir hier keine Möglichkeit. Also ich denke, was Aufgaben und Kalender angeht, ist es noch nicht ganz eine runde Sache. Wobei man dazu sagen muss, gerade bei den Aufgaben ändert sich ja im Moment ganz viel. Da gibt es jetzt dann eher To-Do als die Aufgaben in Outlook. Da wird es demnächst dann auch mal ein Video dazu geben. Wenn du mit anderen zusammen diese Add-Erwähnungen in Outlook nutzen willst, dann teile doch mit denen gleich dieses Video, damit die auch wissen, wie das geht. Was Teams angeht, das ist eine ganz eigene Sache. Da werden nämlich keine E-Mails ausgetauscht. Da wird es nochmal ein extra Video dazu geben. Wie sind eure Erfahrungen mit Add-Erwähnungen? Kennt ihr das schon? Nutzt ihr das schon? Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schreibt die gerne unten in die Kommentare hier in YouTube oder auch auf meiner Homepage. Die habe ich unten verlinkt. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.